Hallo! Hallo! Wir sind's. Piranhas, 2 von denen. Und wir haben ein Wald- und Wiesenthema heute. Ja, Singleplayer, Multiplayer. In aller Munde. Haben wir schon 1000-mal, glaube ich, auch schon mal irgendwann angebracht oder so. Aber aber wir wollten es einfach mal so. Was ist denn in der Kapelle mit Multiplayer? Was ist das überhaupt? Gibt es jemanden, der nicht weiß, was Multi- oder Singleplayer bedeutet? Also von denen, die das jetzt gerade sehen, wahrscheinlich nicht. Kein Mensch, ne? Wissen sie alle, okay. Deswegen haben wir auch die Leute gefragt, ja. Sag mal, bist du eher ein Multiplayer oder ein Singleplayer? Und die haben Folgendes gesagt. Eigentlich eher Multi, obwohl ich auch Spaß an Singleplayer-Games habe. Also ich liebe es generell mit anderen Leuten zusammenzuspielen, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Und ansonsten liebe ich riesige Rollenspiele, in die ich mich alleine reinhängen kann. Ich bin auf jeden Fall eher ein Singleplayer. Eher Singleplayer. Dann bin ich viel mehr in der Geschichte drin und werde nicht dauernd durch irgendwelche Späße rausgerissen. Ich bin eher ein Multiplayer. Sowohl als auch. Ich glaube, das ist stimmungsabhängig. Manchmal will man mit Leuten zocken, manchmal will man einfach seine Ruhe und zockt alleine. Also das ist je nach Laune. Ja, das ist halt so in allen Lebenslagen. Irgendwie hat man mal Bock auf das eine und mal das andere. Ich glaube, so bringt man es auf den Punkt. Ne? Das heißt, man möchte auch mal mit anderen zusammenspielen. Aber es gibt unheimlich viele Leute, die wollen gar nicht mit anderen zusammenspielen. Die wollen einfach ein bisschen den Computer eine Welt öffnen lassen und dann wollen sie da eintauchen. Ich glaube, das ist schon sehr... Also wir machen es auf jeden Fall. Generell immer Singleplayer, haben wir auch immer gemacht. Und das war auch das, was wir am besten konnten. Ne? Dass wir das entwickelt haben. Genau. Genau, ja, das ist richtig. Wir haben aber oft darüber nachgedacht, mal einen Multiplayer zu machen und haben es jedes Mal aus denselben Gründen wieder verworfen. Ich glaube, das erste Mal nicht aus denselben Gründen, weil das erste Mal, ne? Ich war damals noch nicht dabei, ich war damals noch Fan. Ich bin froh, dass ihr euch anders entschieden habt, aus vielen Gründen, aber es war tatsächlich mal ein Multiplayer konzipiert. Ne? Ja, deswegen heißen unsere Charaktere in dem Gothic 1 Universum tatsächlich PC Hero, das ist der Held, ja. PC _ Milton, PC _ Gorn, PC _ Lester, ne? PC _ Diego, das waren die 4 Freunde. Der Plan war es tatsächlich, ich meine, das ist eine alte Kamelle, aber es gibt viele, die wissen das nicht. Man sollte einen Player-Character PC spielen können, ja, und dann sich aussuchen können, wen man spielen möchte. Das war geplant, da tatsächlich irgendwie so einen Multiplayer dran zu flanschen. Mhm. Das kommt noch aus der Zeit, als wir noch nicht so richtig wussten, wo so ein Gothic hin soll. Was ist das Hauptfeature von so einem Gothic, ne, von unserer Welt? Na, ist es die AI, ist das Hauptfeature, das Unique-Feature, oder ist es irgendwie... Und irgendwann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt einfach ein Rollenspiel draus mit Dialogen und mit Quests und XPs und mit einem Skillbaum und Zeug. Glücklicherweise. Ja, ne? Also da waren wir manchmal so streckenweise ein bisschen disorientiert, ne? Oder nicht so auf den Punkt. Und das kam erst in so im letzten Jahr, dass wir uns tatsächlich fokussiert haben auf das, was wir dann tatsächlich, ne, in Stück weit bis heute noch weiter traditionell bauen an Spielen. Spieltyp so, ne? Das ist aber auch normal. Während der Entwicklung, auch zu der Zeit, wo ich jetzt mit dazu kam, dass quasi über alle möglichen Dinge immer mal wieder geredet wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Einfach um sich ins Gedächtnis zu rufen, wo eigentlich der Wert liegt bei den Dingen, für die man sich letztendlich entscheidet. Retro-Modus. Ne? Und wo die Stärken und Schwächen sind, welche anderen Anforderungen das erfüllen muss. Und da sind wir quasi schon sofort im Thema. Einen Multiplayer zu bauen und ein Multiplayer-Spiel zu bauen, ist was völlig anderes als einen reinen Singleplayer. Das haben wir auch ziemlich schnell gemerkt, als wir diese ganzen Sachen konzipierten wollten. Ungeachtet dessen, dass unsere Engine damals das gar nicht konnte und wenn dann nur in den Anfängen, also so richtigen Multiplayer haben wir gar nicht programmiert. Da gibt es viele Fragmente in dem Source Code noch, wo wir diese Dinge angefangen haben, aber wir haben auch ziemlich schnell gemerkt, es wäre einfach ein komplett anderes Spiel. Na? Das heißt, die Story, die wäre sehr viel dünner. Es gibt Multiplayer-Spiele, die auch Story erzählen und so weiter. Aber ihr wisst selber, so ein Singleplayer, der einen in die Welt zieht, der einen Player-Character, also einen PC tatsächlich mit Hintergrund, mit Geschichte, mit Beziehungen zu anderen Charakteren und so weiter, ist sehr viel schwieriger umzusetzen, wenn man das in einen Multiplayer quetscht.
Und die Menschen, die heute Multiplayer spielen, wir hatten ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass Genre-Mixes mittlerweile also so an der Tagesordnung sind. Das hat man viele Dinge miteinander verbindet, Komfortfunktionen, dass unterschiedliche Genres tatsächlich auch gleiche Steuerungen haben oder irgendwie so sich angleichen oder die Elemente von dem einen mit hinzupacken und so. Und wenn man das tut, dann erwarten die Menschen meistens auch einen gewissen Standard. So, und ein Multiplayer hat einen Standard mittlerweile, ne? Also hat es früher auch gehabt, aber heute ganz, ganz konkret und die Menschen nehmen das nicht an, wenn es zu viel Singleplayer-Elemente hat. Ja, dann sagen die, ja, aber das ist doch Multiplayer. Aber was ist das denn jetzt? So, ne? Wahrscheinlich spricht man dann einfach auch wieder ein bisschen anderen Spielertyp an. Es gibt natürlich die dazwischen sind und sagen, da hätte ich auch Bock drauf irgendwie. Ja. Aber im Grunde genommen ist das so, ich finde, das ist immer so phänomenal, wenn man irgendwie einfach Twitch anmacht und guckt, was einem da angeboten wird. Was sind die mit den meisten Zuschauern jetzt am Anfang? Neben irgendwie Real Life, irgendwie Just Chatting, sind das die ganzen Multiplayer-Titel. Ja. Und dann gibt es irgendwie diese großen Dinger, irgendwie, ich sag Klassiker WoW und diese ganzen, die irgendwie dann, wo du mit deinen Freunden dich irgendwie triffst, zu später Uhrzeit, ja, bist du denn auch da? Komm, lass mal wieder irgendwie Der Raid geht los um 19 Uhr, so, ja. Ne? Und dann gibt es irgendwie auf der anderen Seite diese kompetitiven Dinge irgendwie, 100 gegen mich, so ungefähr, oder 99 gegen mich. Und wenn es Tetris ist. Ja, genau. Bei Tetris irgendwie 100 Spieler gehen rein, einer kommt raus. Jetzt haben sie hier ganz neu dieses bunte irgendwie Takeshis Castle Derivat irgendwie gemacht. Irgendwie 100 Leute stürmen mit bekloppten Püppchen auf irgendwelche Türen zu irgendwie. Ja, ist geil. Und irgendwelche Leute fallen vom Abgrund und irgendwelche kommen weiter. Einer bleibt übrig. Ja, sehr spannend. PUBG und Fortnite haben sowieso dieses Prinzip, ja, 100 gehen rein, einer kommt raus und so. Und das ist momentan auch sehr beliebt, nicht nur bei den Zockern, sondern auch bei Zuschauern. Und weil es spannend ist. Genau, und hat dann ein bisschen mehr diesen kompetitiven Charakter, ne? Im Gegensatz zu diesem Rollenspiel, wo ich irgendwie, ja, haben einen Kumpel, der spielt dann irgendwie Elder Scrolls Online und latscht stundenlang durch die Gegend und lootet Items, ne? Dann hat er sich da irgendwie so eine Mod gemacht, dass er endlich ein unbegrenztes Inventar hat, damit er nicht ständig irgendwie, weil er eigentlich schon viel zu viel Klamotten hat, die er eigentlich nie wieder braucht und solche Sachen. Das kann man natürlich auch machen. Ja, und dann hat man Best of Both Worlds. Ist aber immer was anderes, als ein Singleplayer zu machen und da in die Welt reingesogen zu werden. Wir werden ja oft gefragt, könnt ihr euch das vorstellen, einen Multiplayer zu machen? Da ist die ganz klare Antwort, nein, können wir nicht. Weil wir einfach andere Spiele möchten, andere Spiele machen möchten. Wir haben das mal gedanklich durchgespielt und wir sind immer wieder beim Singleplayer gelandet. Wir sind da immer wieder gelandet. Wir wären wahrscheinlich, vielleicht wären wir dazu sogar in der Lage, das zu machen, aber wir müssten komplett umdenken. Wir hätten da ganz andere Ansätze, ne, die wir fahren müssten und so, und das ist schon irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ob wir das könnten. Ja, gut. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Es gibt ja so Experimente. Ach, dann mach doch einfach hier und dann mach doch einfach da und dann lasst die NPCs weg vielleicht und dann mach mal irgendwie, dass man am Anfang und so, dann funktioniert das schon in eurer Welt und hin und her und so weiter. Und dann kam Fallout 76. Und dann haben die Leute ihre Meinung darüber gehabt. Kann man sehen, wie man möchte. Aber es ist halt der Versuch, aus einem Singleplayer eine 1:1 Kopie auf den Multiplayer zu machen. Mal eben. Ne? Und so viel wie möglich von dem Singleplayer zu erhalten. Na klar, ne? Da kommen dann viele Sachen, warum haben die das so gemacht und warum haben die es nicht anders gemacht? Es gibt doch mittlerweile so einen Standard, von dem wir gerade gesprochen haben, was Multiplayer-Dinge angeht. Warum machen die das nicht einfach von dem und dem Spiel? Da wäre doch viel und dies und das und so weiter. Und ja, und sie haben auch weiterhin daran gearbeitet. Sie haben es weiterhin versucht zu verbessern und gemacht und so. Aber anhand des Beispiels, wir wollen die gar nicht kritisieren, so, ne, sondern anhand dieses Beispiels sieht man, wie schwierig das sein kann. Du kriegst ja halt keinen Es ist ein komplett anderes Spiel und dann musst du auch komplett anders umdenken und dann musst du wirklich gewaltig Dinge umreißen und also das ist nicht mal eben gemacht. Und wir mit unserer 30-Mann-Bude, ne, haben uns auf eine Sache spezialisiert und da mal eben irgendwie irgendwas
ist schwierig. Die Sachen, die am meisten Spaß machen momentan, sind ja auch so Dinge, dass ich irgendwie in eine Situation reinkomme und dann vielleicht eine moralische Dialogentscheidung treffen muss. Ja. Oder dass ich dann, und die dann auch eine Konsequenz haben darf. Und das ist halt ein ganz klassisches Singleplayer-Ding, das im Singleplayer gut funktioniert, dass du auch abschätzen kannst, dass du auch quasi die Konsequenzen mit ins Spiel einbauen darfst und solche Sachen und sowas. Da haben wir Spaß dran und haben Bock drauf. Quests kannst du viel komplizierter ins Spiel einbauen, irgendwie mit mehr Facetten und länger auch mal hinziehen und kannst auch mal den einen oder anderen NPC mehr einbinden. Sowas funktioniert im Multiplayer nicht gut. Nur was am nahesten noch dran ist, ist ja im Grunde genommen Elder Scrolls Online. Das ist auch ein Fantasy-Spiel, die haben auch Quests. Du kannst da irgendwie Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ne? Ich hätte jetzt gerade mal euch fragen wollen, so, ne, weil wir setzen uns hier hin, so neunmal klug, so, das geht nicht. Doch, das geht schon, ne? Also mit dem gewissen Gewalt und Arbeit und so geht alles, ne? Aber es ist halt, fällt euch mehr ein als nur ESO, also Elder Scrolls Online, wo das mal funktioniert hat, aus einem Singleplayer einen Multiplayer zu machen? Vielleicht sehen wir auch zu wenig, ne? Weil wir uns zu wenig auch wirklich damit beschäftigen. Weil wir sind eigentlich, wenn man sagt, so tendenziell eher Singleplayer als Multiplayer. Du spielst deine Spiele, wenn du streamst, mit deinem Nachtvogel 83 Account bei Twitch. Und ich mach's meistens dann auf der Konsole, ne, währenddessen auf dem großen Bildschirm und spiele dann auch meistens eigentlich nur Singleplayer-Spiele. Ne? Das ist unsere Freizeitbeschäftigung, wenn wir zocken. Wir haben mal gegeneinander gespielt, viel so, ne, PUBG und so, deswegen hatte ich hier auch so eine Station aufgebaut und hin und her. Das hat uns eine Zeit lang wirklich viel Spaß gemacht, aber irgendwann haben wir uns gedacht, okay, wir müssten jetzt, und das ist es, glaube ich, wir müssten jetzt anfangen zu trainieren, um besser zu werden. Weil dieser erste Kick von wegen, oh, wir spielen zusammen ein Spiel irgendwie, ist dann ziemlich schnell verflogen und dann kommt der Anspruch. Ja, ne? Und dann will man auch besser werden und dann will man hier Chicken Dinner und ne, scheiße, ich komme mit der Knarre nicht klar und die letzten 5 und ich habe es wieder nicht gerafft. Dann kriegt man entweder den Ehrgeiz dazu, viele Menschen machen das und kriegen dann entwickeln richtig Leidenschaft dafür und ich sag dann, naja, bin halt eine Gurke, bin halt ein Kacknoob, ne, so ein Lauch und geh nach Hause, so, spiel irgendwie, was mir Spaß macht. So, aber ne? wir gucken dann zu. Unbedingt, ja, klar. Ja, also auch Online-Spiele. Also das macht man dann schon. Wir spielen die nicht unbedingt selber, aber mal zugucken, um zu erfassen, was es so kann, was es so macht. Ja. Das machen wir dann doch. Und daher kommt ja auch überhaupt die Erkenntnis zu sagen, jetzt müsste man eigentlich hier an der Stelle, ach nee, geht ja nicht, ist ja ein Multiplayer. Ist ein Multiplayer, Ja, schade. Ja, so ist dann das Gefühl irgendwie und andere denken so, yay, ich kann irgendwie. Das ist nämlich auch wieder so der Vorteil eines Multiplayers ist, der hat kein Ende. Du spielst und spielst und spielst. Das machen die natürlich auch gerade bei ESO, haben sie irgendwie so, ja, jetzt kommt noch eine neue Welt dazu. Wams, da hast du irgendwie so einen Kontinent, ne? Irgendwie die Leute freuen sich, yay, ich kann jetzt auch irgendwie in Skyrim rumlaufen, irgendwie. Und spielen dann irgendwie 3 Wochen lang da und looten alles leer und kloppen alles kaputt und machen und tun irgendwie. Das hat natürlich irgendwie, das ist, irgendwann lutscht es sich vielleicht auch leer, das dauert aber viel, viel länger als bei einem klassischen Singleplayer, wo du dann irgendwie dein Spiel hast, deine Geschichte, irgendwann hast du vielleicht noch ein Endgame, wie wir in Elex hatten, aber irgendwann ist es dann auch mal halt fertig und dann läuft da auch niemand mehr rum irgendwie, ne? Harry hat immer gesagt, also das, was mich am meisten nervt irgendwie bei so einem Multiplayer ist irgendwie, ich bin voll in der Welt, hab voll Bock irgendwie und dann kommt irgendwie Fokusnahme Made 73 und macht dann irgendwie den hier und ich habe überhaupt keinen Bock. Während du das epische Gespräch führst mit deiner Schwester, die du nach 25 Jahren endlich gefunden hast und so. Und dann kommt Arschmade 73 im Hintergrund, so. Ja, da sagt Harry, das macht mir die Immersion kaputt. Ja, Entschuldigung, aber das ist es nicht. Obwohl, der Harry, der spielt unheimlich viel Multiplayer-Dinger mit seinem Bruder zusammen. Ne? Das heißt, Battlefield oder Far Cry oder solche Dinge, ja. Also, er will mal König der Welt sein, so, ne? Also, und wenn er bei Battlefield gemessert wird, dann kriegt er die Krise. Und dann kommt so richtig so die Leidenschaft durch, ne? Das ist auch super, aber er kann auch ganz klar trennen, ja, zum Singleplayer. Der hat zum Beispiel, unser Harry hat Death Stranding platiniert, wie der sagen würde. Ne? Der hat Platin gemacht bei Death Stranding. Wahnsinn.
ist eine Leistung. Muss man mal anerkennen. Also da muss er schon viele Pakete geschleppt haben. Ja, ist der ganz oder gar nicht Harry. Der ist eine ganz oder gar nicht Harry, das ist der Harry Extreme Eken, ja. Und aber es ist tatsächlich so, es ist eine andere Mentalität, wenn du ein Rollenspiel spielst und du spielst einen Multiplayer, dann hast du halt auch ein anderes Gefühl, was sich da einstellt. Und darum geht es eigentlich bei der ganzen Chose. Es ist auch manchmal eine Frage der Aufmerksamkeit. Also ich bin zum Beispiel so ein null Multitasking-fähig. Und wenn du irgendwie so ein Singleplayer spielst, kannst du du kannst es auf deine eigene Art und Weise dosieren. Ja. Das heißt, du kannst länger verweilen, du musst auf niemanden achten, du kannst selber irgendwie gucken, wo gehe ich jetzt hin, was gucke ich mir zuerst an und wie empfinde ich das, wann mache ich das. Und bei einem Online-Spiel, spätestens wenn du mit jemandem zweiten zusammenspielst, irgendwie bist du irgendwie schwupp, wieder in der Realität und musst dich koordinieren. Und irgendwie, wer kriegt jetzt den Loot und was weiß ich, muss dich absprechen. Das ist eine völlig andere Art des Spielens und des Zusammenspielens, als zum Beispiel, wenn du so ein Spiel spielst, was nur für dich ist. Das stimmt. Es gibt ja auch diese Rollenspiel-Derivate von GTA zum Beispiel. Ne? Da ist es das Gegenteil. Da ist gar nicht kompetitiv, sondern da geht es darum, eine Rolle zu spielen. Das ist natürlich so. Da verbinden die natürlich dieses ich will in die Welt eintauchen, ja, und eigentlich so meine Rolle spielen und das ernst nehmen, wenn da irgendwie ein LKW-Fahrer vorbeifährt. Wer war das denn? Und ich einfach nur die Arschmate 73 ist da unerwünscht. Ja, der muss dann schon irgendwie seine Rolle spielen und wenn der nicht mitspielt und so out of character ist, dann haben die Leute auch auf den keinen Bock und dann wird er, was weiß ich, keine Ahnung, geächtet oder ignoriert oder keine Ahnung, was für Methoden es da gibt oder vielleicht spielt er auch gar nicht mit, weil es vielleicht auch gar keinen Spaß macht irgendwie, ne? Ja, ab und zu gibt es mal irgendwie so, wo sie dann Spökes machen und so, ne? Aber nicht nur. Das reicht dann nicht. Ne? Es sollte schon auch eine Rolle gespielt werden in dem Fall. Trolle gibt's überall und ich kann mir vorstellen, dass sie da auch sehr strikt mit umgehen. Ne? Wenn die da jemanden haben, der da stört oder so, ne? Und die Immersion zerstört, das kann ich mir vorstellen, dann sind die auch ein bisschen militant. Ne? Auch ein schöner Aspekt. Ja. Cheater. Ja. Cheater an die Wand. Ja. Also, das ist natürlich etwas, das Problem hast du beim Singleplayer jetzt nicht so. Nee. Und das kann dir. Und wenn du cheatest, dann bescheißt du dich selbst, das ist erlaubt. Ne, bei Counter-Strike damals. Boah, ey. Ja, klar. Wie dieser Typ, der sich auf der Stelle gedreht hat und den Boden geschossen hat und alle irgendwie im Umkreis von 100 Meter waren tot. So. Nee, ist klar. Ist klar. Ja, wer es braucht, ne? Ja, ist doch so. Ne? Wenn einer darüber verärgert ist, dass er keinen Skill hat und dann anfängt zu cheaten und alle Typen irgendwie, das ist ein Troll. So, ne? Ja, keine Ahnung. Ja. Mit sowas muss man sich dann auch umschlagen. Gibt den Leuten nicht so viel Macht, sagst du immer, ne? Gerade bei sowas. Gut, okay. Hoffentlich haben wir dann das Thema jetzt. Achso, hast du eine Community. Meine Hand war schneller. Bla. Mach fertig. Okay. Also. Die Community-Frage passt hier schön rein. Denn da fragt einer, was haltet ihr denn von Multiplayer-Projekten wie Strafkolonie Online? Ne, das ist ein doch schon ein sehr großes Projekt rund ums Gothic-Universum. Irgendwie könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist einfach nur, ja, wie würde ich das sagen, beeindruckend. Obwohl uns das sowieso so geht. Also es ist gar nicht mal so wichtig, irgendwie, ob sich jetzt Leute irgendwie was weiß ich, wie viel Freizeit nehmen, um sich da reinzuwursteln, um sowas auf die Beine zu stellen. Ob das jetzt ein Online-Multiplayer-Projekt ist oder eine, was weiß ich, es gibt auch sehr schöne Story-Mods und Grafik-Mods und was weiß ich, was die Leute schon alles gemacht haben. Das ist alles sehr beeindruckend, ja, für uns. Das ist, im Grunde genommen ein bisschen so ein Ritterschlag, dass wir ein Spiel entwickeln und die Leute sich so lange über so einen Zeitraum intensiv mit etwas beschäftigen und ich würde sogar noch weitergehen. Also ich finde das nicht nur beeindruckend, sondern ich finde das richtig toll, dass Menschen sich so lange mit unserem Universum beschäftigen und das auch tatsächlich zelebrieren und es ist so lange immer noch
wirklich Thema ist und da Bock drauf haben auf sowas und so. Und ich muss sagen, ich werde häufig irgendwelche Fragen kriege ich gestellt. Hör mal, was ist denn jetzt Kanon? Ne? Bei die 4 Freunde haben doch da ihren Treffpunkt gehabt und im Comic steht doch das und das und dann sieht die Location ganz anders aus und dies und das und so. Und ich kann mittlerweile darauf antworten, ja, pass auf, es ist sehr lange her. Da liegen gefühlte 2000 Charaktere dazwischen, die ich geschrieben habe. Und an viele, selbst wenn ich sie selbst geschrieben habe, ja, kann ich mich vielleicht sogar gar nicht mehr erinnern. So, ne, das ist so, ja, ich weiß, was du meinst und so weiter, aber diese Menschen, die diese Strafkolonie online machen, die haben dieses Universum zu ihren eigenen gemacht. Und wir als Entwickler haben das vielleicht angefangen, aber ihr führt das weiter. Und das ist toll. Na? Ja. Und da können wir auch nicht unbedingt jede Frage beantworten. Nicht immer. Nicht immer. Ne? Aber wir finden es auf jeden Fall großartig und gucken das mit großem Interesse, verfolgen wir das. Also, ja, Party on Wayne. Ja. Wir haben eine Trophy-Box. Genau. Na, wir waren im Zack, das heißt, ich war im Zack und Jenny auch als Gast. Ich durfte mit Carsten Preuß auf der Kanzel sitzen. Wir hatten streng nach Hygienevorschriften das draußen gemacht. Die hatten so Europaletten aufgebaut, eine Platte draufgelegt und im Garten hatten mehrere Tische, so Grüppchen gemacht und so weiter. Und dann haben wir da wurde ich da interviewt über Dinge, irgendwie Konsolengenerationen und irgendwie wie aktuelle Spiele, über emotionale Momente bei Last of Us 2 klassischerweise und so ein Kram, ne? Und sehr schönes Format. ja, also Kultur aus der Konsole heißt das, im Zack in Düsseldorf, ja, alle 3 Monate trifft man sich da und kann ich nur jedem empfehlen, guckt mal nach, Zack schreibt man Z-A-K-K, ne, in Düsseldorf. Und der Carsten, der hat mir dann Dinge geschenkt. Der hat wahrscheinlich hier zugeguckt und hat mal geguckt, was mag der denn so? Und ach, guck mal, der findet Prey so geil, ja. Da hat er mir tatsächlich hier, ja, den Soundtrack von Prey geschenkt, ja. Großartig. Und vor allem weiß er, dass ich ein Batman-Fan bin. Hat er mir hier die Batman-Anthologie geschenkt. Meine Fresse, ja. Das heißt, da muss ich auch mal drin stöbern. Es ist noch original verpackt, ja. Das mag ich irgendwie gar nicht auspacken, das Ding. Das kenn ich. Ja, aber ich bin absoluter Batman-Fan. Sollte man eigentlich mittlerweile auch mal auf einer Gamescom gesehen haben. Und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid, wenn es heißt Piranha Byten TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, Mann, ey. Der Almanach. Cool.